liebe Sellerie. Ich begrüße euch heute zu einem neuen Q&A-Video mit ein bisschen ASMR am Anfang. Es ist jetzt der 27. Also kann ich schon noch sagen, frohe Weihnachten, würde ich sagen. Und euch bald natürlich einen guten Rutsch, beziehungsweise ich weiß gar nicht, wann ich dieses Video hochlade, damit ihr Bescheid wisst, warum hier dieser Tannenbaum noch steht. Es ist für mich noch gerade Weihnachten. Und ich habe euch lauter Fragen auf TikTok gestellt und wir beantworten die jetzt. Und ja, ich weiß, viele finden, glaube ich, Sellerie so mit das Schlimmste auf der ganzen Welt. Aber ich sag's euch, ich habe das früher auch übelst gehasst. Also wirklich übelst. Ich muss mich immer ein bisschen anlehnen. Mittlerweile liebe ich Sellerie total. Also, beziehungsweise in der Suppe oder so gekocht, wenn es dann so... ups, ich habe gerade gespuckt. Sorry. Finde ich es auch immer noch nicht wirklich geil. Am schlimmsten finde ich diese... Also das ist jetzt mal, was ich auch wirklich nicht mag. Diese Sellerieknolle. Also ich esse ja wirklich sehr viel. Kriegt man mich jetzt nicht unbedingt rum. Aber so als Snack finde ich sehr geil. Aber es gibt auch Unterschiede. Naja, egal. Ich zücke hier mein Handy, weil ich muss kurz TikTok öffnen. Un momento. So, wir haben, nein, noch gar nicht so viel, 26 Kommentare. Die gehen wir jetzt mal an. Letzter Biss. Okay, wir starten mit der lieben Lexi. Und zwar fragt sie, ob ich einen Freund habe. Nein, habe ich nicht. Ich hatte meinen ersten Freund mit 18 und seitdem nie wieder. Das hört sich so böse an. Nee, aber ich hatte, es war keine gute Beziehung. Und seitdem bin ich echt so ein bisschen auf Abstand, bin ich ganz ehrlich. Also es ist jetzt nicht so, dass ich auf Frauen stehe oder so, nee. Aber ich weiß auch nicht. Irgendwie kam noch nicht der richtige whatsoever. Und ich bin echt so ein bisschen so, bleib weg von mir. Willst du mal Kinder haben? Nee. Also ich werde jetzt am 31. Januar 25. Und als ich jung war, habe ich immer gesagt, nee, auf gar keinen Fall will ich Kinder. Und dann hat meine Mama immer darauf reagiert, ja, Anna, warte mal, bis du 25 oder älter bist, dann willst du bestimmt welche. Und es ist immer noch so, dass ich immer noch keine Kinder will. Aber es ist nicht mehr ganz so schlimm wie früher, bin ich ganz ehrlich. Also weil früher war ich so wirklich so, ne, niemals. Ich glaube, wenn man dann einen richtigen Partner hat, weil ich habe halt auch einfach noch nie einen richtigen Freund gehabt. Wenn man dann, glaube ich, einen Partner hat, den man wirklich ohne Ende liebt, weiß nicht, ob man dann seine Meinung da ändert. Weil ich habe eine sehr gute Freundin und die ist so alt wie ich, hat schon 2 Kinder, die, glaube ich, schon 4 und 2 sind oder so. Niemals. Also so lieb ich diese Kinder auch habe. Nein. Oh Gott. Also jetzt könnte ich mir das niemals vorstellen. Die tut mir jetzt manchmal echt so leid, bin ich ganz ehrlich. Und auch so die Kinder so nah beieinander zu haben, würde ich auch nicht machen. Also wenn, würde ich, glaube ich, 1 und dann würde ich das andere, wenn ich irgendwie 5 Jahre, 6 Jahre später oder sowas. Einerseits finde ich schon cool, weil das Ding ist, meine Eltern sind schon relativ alt. Und es ist natürlich schon geil, wenn man noch junge Eltern hat, weil man noch viel mehr Zeit mit denen verbringen kann und auch viel mehr, sag ich mal, coolere Sachen wahrscheinlich erlebt. Aber ja, nee, ich bis jetzt noch nicht. Datteln oder Feigen? Schwierig. Also frisch, 1000% Feigen. Aber getrocknet, kommt drauf an. Nee, ich würde schon sagen Datteln. Aber meine Mom, also wir hatten jetzt am 26. gibt es bei uns immer Ente. Esse ich natürlich nicht. Ich esse dann alle anderen Beilagen dazu. Und unter anderem gibt es ja dann auch so getrocknete Feigen dazu. Und die waren dieses Jahr on point. Oh, die waren so gut. Also next level. Vielleicht interessiert euch das auch. Was gibt es bei mir an Weihnachten immer zu essen? Weil die Frage kam ja auch, bist du vegetarisch oder vegan? Ich bin vegetarisch, aber meine ganze Familie isst Fleisch. Demnach, an Weihnachten gibt es bei uns immer Schäufele mit Kartoffelsalat. Boah, habe ich das jetzt schon im letzten Video angesprochen? Weiß ich jetzt gerade gar nicht. Bin ich gerade am Denken. Aber egal. Auf jeden Fall gibt es das. Und da gibt es halt noch wirklich, dieses Jahr gab es dann noch rote Betesalat, Karottensalat, Gurkensalat, Feldsalat und wie heißt's? Die Knolle, die scharfe.
Meerrettich gab es noch dazu. Und ich habe halt die ganzen Salate und Kartoffelsalat gegessen und die anderen haben dann noch Schäufele, also es ist irgendwas vom Rind, Schulter oder so, keine Ahnung. Und Zunge gegessen. Boah. Und das habe ich früher auch alles gegessen, also ne, niemals, wirklich. Naja, so viel dazu. Hier kommt die Anna aus dem Schnitt. Irgendwas ist da diesmal schief gelaufen. Und zwar fehlt da eine ganz kurze Sequenz. Auf jeden Fall erzähle ich euch gerade, was es am zweiten Weihnachtstag gibt. Und das ist als immer Ente. Und dieses Jahr hat meine Mama eine super kleine bekommen. Und rede darüber, wie gut ich das finde. Und dass wir nicht extra noch ein anderes Tier dazu machen, nur weil die Ente diesmal so klein ist. So 3 Kilo. Und diesmal waren es nur, ich glaube, 1,5 oder 2. Und dann war die so panisch, hat natürlich noch einen Huhn dazu gekauft. Und dann hat aber meine ganze Familie gesagt, nee, wir wollen diesmal nicht so viel Fleisch essen. Wir machen wirklich nur diese Ente und zelebrieren das auch, dass wir nur wirklich das Fleisch haben. Sonst haben halt alle super viel Beilagen gegessen. Und das ist so geil. Ich liebe diese Kombination. Also, es gibt erstmal Butterkartoffeln. Eigentlich hätte ich so ein Bild davon machen sollen, aber habe ich jetzt natürlich nicht. Egal. Rote Beete, Apfelmus, eben so getrocknete Früchte, unter anderem also so Feigen, Pflaumen und sowas. Soße, Maronenmus, das ist so gut. Und habe ich alles? Ja. Und diese Kombination ist Next Level. Boah, ich könnte mich reinlegen, wirklich. Und dieses Maronenmus, und das ist halt das Rezept von meiner Oma. Und da kommen so richtig Kindheitserinnerungen, weil meine Oma ist schon gestorben. Und so richtig so herzschmerzig, so, muss ich immer sofort an meine Oma denken. Hast du vor, dieses Jahr wieder nach Thailand zu gehen? Boah, also ich gehe immer mit Paula, mit einer richtig guten Freundin von mir. Wir waren vorletztes Jahr und letztes Jahr und dieses Jahr. Und wir haben eigentlich gesagt, wir wollen nächstes Jahr, also 24, nicht mehr nach Thailand gehen. Aber ich bin ja so eine krasse Obstfanatikerin und ich crave so krass dieses Obst wieder. Es hört sich so bescheuert an. Also die meisten fahren ja wegen den schönen Stränden und wegen dem tollen Wetter oder sowas nach Thailand. Nein, die Anna fährt wegen ihrem Obst. Nee, aber ich bin so süchtig und naja, mal gucken. Vielleicht fliege ich doch irgendwie nochmal in ein tropisches Land in 24. Mal sehen. Wo wohnst du und wieso hast du so ein krasses Haus? Ja, das kann ich jetzt nicht ganz beantworten. Also ich wohne in Deutschland schon, eher auch südlich. Ja, und von nichts kommt halt nichts, ne? Man arbeitet halt viel und dann kann man sich halt sowas auch leisten, aber ist ja jetzt nicht auch nur mein Verdienst. Was ist mein Lebensmotto? Einfach machen. Einfach machen. Das ist so mein Ding. Ich denke mir so, man lebt nur einmal. Wieso soll ich mir irgendwelche Regeln setzen oder nach irgendwelchen Vorstellungen von irgendjemandem leben? Nein, ich mache einfach, was in mein Leben kommt. Oder ich kann mit einem Beispiel vielleicht anfangen. Ich habe in einem Job letztes Jahr gekündigt und daraufhin hat jemand anders meine Stelle übernommen. Ich bin da aber trotzdem immer wieder noch zum Retuschieren. Also wer es noch nicht weiß, ich bin hauptberuflich Fotografin und werde dann halt immer von denen dazugeholt. Und dann saßen wir so nebeneinander und haben retuschiert und dann hat sie halt so erzählt, ja, sie geht jetzt noch diesen Dezember nach Portugal. Und ich dann so, boah, voll cool, ich würde ja sofort mitkommen. Und dann hat sie gesagt, ja Anna, dann komm doch mit. Und ich da so, weiß ich jetzt auch nicht. Eigentlich so im Dezember vor Weihnachten, nee, warum soll ich? Sie ist unter anderem mit 6 Leuten dahin gereist, die ich absolut nicht kenne. Und die kennen sich irgendwie schon 4 Jahre zusammen oder so, keine Ahnung. Also richtig lang. Und dann dachte ich so, ja, ich mach das jetzt. Das ist nochmal ein bisschen Abenteuer und ich tue alles, um geile Bilder zu bekommen. Und wirklich, dieser Trip war so, so geil. Da kommt tatsächlich auch noch ein YouTube-Video dazu, aber das ist so ein bisschen aufwendiger, weil das ist so ein bisschen Storytelling und so. Also es kommt auf jeden Fall noch, aber ich glaube erst im neuen Jahr dann. Weil ja, ich meine, wenn man nur lebt für irgendjemand anders oder einfach nur nach irgendwelchen Richtlinien oder was weiß ich, da wird man ja nicht glücklich. Also man lebt hier auf dieser Welt, um alles Mögliche, alles Schöne und alles Tolle mitzunehmen. Und ja, deswegen, das ist mein Motto. Bin ich gläubig? Tatsächlich möchte ich jetzt aus der Kirche austreten. Das heißt aber nicht, dass ich nicht gläubig bin, weil ich sehe es einfach, ich bin katholisch. Ich sehe es aber einfach nicht ein, dass ich Geld irgendwo hinspende, wo ich erstens nicht weiß, wo es überhaupt landet
Und zweitens stehe ich einfach nicht hinter diesen ganzen Firlefanz. Ich bin aber definitiv gläubig, also unter anderem ist meine Mom sehr spirituell. Und die beeinflusst mich da schon auch, sage ich mal, also auf jeden Fall im guten Sinne. Also mein Glaubenssatz ist so, ich glaube, dass da irgendwas Höheres ist, dass da jemand über mich wacht und aufpasst. Wenn ich Probleme habe, dann sage ich einfach, hilf mir, beziehungsweise gib es einfach nach oben ab und sag, es kommt, wie es kommen soll. Ich halte auch sehr viel von Karma, weil ich finde, es ist unfassbar wichtig, einfach Menschen, Tiere, alles da draußen so zu behandeln, so wie ich mich behandeln möchte. Und einfach, ich halte nichts davon, von Streit. Ich kann überhaupt nicht mit Streit umgehen. Ich bin so eine harmoniebedürftige Person. Ich renne sofort zur nächsten Person, mit der ich einen Streit hatte und möchte das sofort aus der Welt schaffen, weil ich komme damit einfach nicht klar. Aber jetzt mal schauen. Also ich glaube, ich werde mir jetzt kommendes Jahr schon einen Termin machen und dann aus der Kirche austreten und lieber dann das Geld nutzen und irgendwo hinspenden, wo ich dann wirklich auch sehe und weiß, dass das Geld dort ankommt. Was kostet Mangostin in Thailand, beziehungsweise was hast du in Thailand Urlaub, was hast du für den Thailand Urlaub gezahlt? Mangostin hier kostet ja wirklich 2 Bobbel vielleicht schon 4 Euro so gefühlt. Also sind sackmäßig teuer, wirklich unfassbar, das kann man ja fast nicht zahlen. Und in Thailand, ich habe mich mit Paula von Säcken voll ernährt. Also ich glaube, das zahlt mir für ein Kilo 1 Euro oder so. Also wirklich, wir haben da reingehauen. Wir haben bestimmt 20 bis 30 Mangostine am Tag gegessen. Und die sind so geil. Oh, es ist so lecker, wirklich. Was habe ich für den Thailand-Urlaub gezahlt? Also, wir waren einen Monat. Und man muss dazu sagen, ich habe ein Retreat dort mitgemacht. Und das war das teuerste. Dafür habe ich 1.700 Euro gezahlt. Da war aber all-inclusive. Alles Essen, alle Übernachtungen. Wir haben in einer riesen Villa gewohnt, die richtig geil aussah. Alle Aktivitäten, alle Taxis, also wirklich alles. Es war all in. Und eine Woche, das war das erste. Dann der Flug natürlich, der haben wir auch 1.000 Euro gezahlt. Ist ein 19-Stunden-Flug mit einmal umsteigen, also ist schon ordentlich. Und ja, dann halt noch mit Rumreisen und Pipapo. Ich glaube, wir haben so 4.000 Euro insgesamt gezahlt. Aber das war auch mein absoluter Jahresurlaub. Deswegen war es mir das auch schon wert. Aber man muss dazu sagen, wir haben gar nicht so viel sonst ausgegeben. Also das meiste haben wir für Essen und für geile Restaurants und fürs Übernachten ausgegeben. Aber hat sich definitiv gelohnt. Wie bist du dazu gekommen, so exotische Früchte zu essen? Ich weiß ehrlich gesagt auch nicht. Beziehungsweise doch, als ich vegan geworden... Nee. Wie war denn das? Als ich 14 geworden bin, hatte ich sehr Probleme mit dem Essen. Und um da rauszukommen, bin ich vegan geworden. Und war dann ein Jahr richtig streng vegan. Und bin unter anderem auf das Rohvegane auch gekommen. Und da ernähren sich Leute ja wirklich nur von Obst und Gemüse, das roh ist. Und um da halt sehr viel Vielfalt reinzubekommen, isst man natürlich auch sehr viel exotische Früchte. Beziehungsweise es machen halt auch Leute primär, die halt in so exotischen Ländern sind, weil da kann man natürlich, finde ich, auch super easy roh vegan sein, weil man halt wirklich das frischeste und geilste Obst ever hat und super viel. Naja, und dann bin ich auf diese Videos damals gestoßen und habe halt gesehen, wie die Leute so geile Früchte gegessen haben. Und ich so, oh, das ist mein größter Traum, ich möchte das auch, ich möchte auch sowas essen. Und habe dann halt angefangen, immer, wenn ich hier im Edeka war, richtig viel Obst und Gemüse zu kaufen und halt alles auszuprobieren, weil ich das so spannend fand. Naja, habe dann halt irgendwann mit TikTok angefangen und habe dadurch jetzt eine Kooperation mit 2 Obstlieferanten bekommen, die lauter exotische Früchte verkaufen und ja, habe jetzt die Möglichkeit, auch diese Früchte hier zu essen. Man muss dazu sagen, vielleicht denkt ihr jetzt so, Anna, du bist vegan, achtest auf die Umwelt, aber holst dir exotische Früchte aus Thailand. Ein Tod muss man manchmal sterben, aber der eine Lieferant, mit dem ich momentan am meisten mache,
Der holt seine Früchte nur aus Spanien-Region und gar nicht aus Übersee, was natürlich sehr, sehr gut ist. Und der andere, ja, da ist schon so, der holt halt sein Obst wirklich überall her. Aber das gehe ich momentan leider einfach ein. Aber besser so, anstatt irgendwelche Tiere zu töten. Das ist so mein Motto. Warum habe ich mit TikTok oder generell mit Social Media angefangen? Es war während Corona. Ich war da noch angestellt als Fotografin und habe da gerade meine Ausbildung beendet, wenn ich richtig liege. Und ich bin damals auf YouTube auf diese ASMR, ich glaube, die Story habe ich ja auch schon zweimal erzählt, oder? Zumindest kommt es mir gerade so vor. Auf jeden Fall bin ich auf diese ASMR-Videos auf YouTube gestoßen und habe mir die irgendwie rauf und runter immer zum Einschlafen angehört. Und damals ist ja TikTok so durch die Decke gegangen und bin dann auf TikTok gegangen, habe das da auch mal gesucht. Und dann kamen wirklich ASMR-Videos, wo sich, also ich weiß nicht, was bei denen los ist, diese Chinesen oder diese Japaner, die riesen Schüsseln voll mit Essen und da so ganz dünne Persönchen ziehen sich halt dieses ganze Essen rein. Und ich so, boah, das kann ja wohl nicht wahr sein. Und es gab nichts mit gesundem Essen. Und dann ich so, ich, die Obst- und Gemüsevertreterin, ich mache das jetzt. Naja, und so hat es dann angefangen, dass ich einfach Videos hochgeladen habe. Irgendwie habe ich da wohl einen Nerv getroffen, auf jeden Fall. Stehe ich jetzt hier und kann echt auch davon leben. Also beziehungsweise ich sehe mich schon noch selber als hauptberufliche Fotografin. Ja, ich meine Fotografie und Social Media und das Ganze, das geht ja einher. Deswegen, ja. Mal gucken, wie das so weitergeht, was da so möglich ist. Was so ein Träumchen von mir wäre vielleicht irgendwas zu schaffen, was man dann auch an euch verkaufen kann, wo ich aber wirklich sehr dahinter stehe. Vielleicht ein Kochbuch oder sowas, weil so viele fragen mich auch immer, Anna, wie ist das Rezept, wie geht es? Deswegen, ja, mal schauen. Was sind meine Ziele für 2024? Bin ganz ehrlich, normalerweise habe ich immer irgendwelche Ziele und irgendwelche Achievements oder irgendwas, was ich schaffen möchte. Aber irgendwie momentan ist es mehr so, ich lasse es flowen. Nimm einfach an, was kommt und das mache ich. Habe jetzt gerade gar nicht so richtig so ein mega Ziel, aber möchte auf jeden Fall wieder viel von der Welt sehen. Also wenn irgendwelche Möglichkeiten wieder kommen, um zu reisen, werde ich die auf jeden Fall anpacken. Möchte auf jeden Fall TikTok weiter ausbauen. Beziehungsweise, ich weiß nicht, ob ihr es wisst, ich habe 2 Accounts momentan. Also einen, wo ich halt wirklich nur mein Foodzeug mache und den anderen den deutschen Account. Und ich liebe es zu schauspielern. Ich liebe es einfach. Und möchte das eigentlich so ein bisschen ausbauen. Und was ich momentan total gern mache, ist Rollenspiele. Und das würde ich einfach so ein bisschen mehr machen wollen. Und was natürlich auch noch sehr, sehr geil wäre. Ich wollte schon immer mal in die Fashion-Richtung, beziehungsweise nochmal einen Sprung zurück. Ich wurde dieses Jahr zum diesjährigen TikTok Award 2023 nach Berlin eingeladen, weil ich dafür nominiert wurde. Erstmal total crazy, voll cool. Ich wurde in der Kategorie Breaking Through nominiert, habe aber leider keinen Award bekommen, aber dafür hat eine super coole Omi gewonnen, deswegen fand ich das dann auch okay. Und habe auch echt ein paar interessante Connections so schließen können. Unter anderem habe ich den Theo mal getroffen, den ich ja auch total feiere, der ist richtig cool. Und dann ist dort natürlich auch ein Fotograf rumgetigert, den ich mir dann gleich mal geschnappt habe und mit dem ein bisschen ins Gespräch gekommen bin. Und der macht super viele so coole Events und ist unter anderem immer auf den Fashion Weeks unterwegs. Und der hat mir dann auch mal seinen Account gezeigt und wirklich, Leute, so geil. Der macht so coole Bilder und hat wirklich so jeden Promi irgendwie vor der Linse gehabt, von den Kardashians, weiß was ich. Also wirklich richtig hohe Tiere sozusagen. Und ich wäre da richtig gern mal mit dabei. Naja, hab dann auch so gesagt, hey, falls du mal Hilfe brauchst oder sowas, I'm here. Ich würde dir super gerne unter die Arme greifen. Und er meinte dann, ich soll ihm doch einfach mal auf Instagram schreiben. Habe ich 2 Tage später dann sofort gemacht. Bis jetzt kam aber immer noch nichts zurück. Ein bisschen sad. Aber ich glaube, das ist ein guter Punkt, weil ich glaube, ich werde ihm jetzt heute einfach mal eine Mail schreiben. Vielleicht
ist er einfach nicht so aktiv auf Instagram, beziehungsweise er meinte halt, dass er landunter ist und so viele Aufträge hat. Naja, das fände ich sehr, sehr cool, wenn ich da mit ihm einfach mal mitgehen dürfte. Und was steht jetzt direkt schon bevor? Jetzt bin ich nochmal ein bisschen hier. Ich muss meinem Bruder beim Umziehen helfen. Der zieht jetzt in eine neue Wohnung. Habe halt noch so ein paar kleinere Aufträge und treffe mich ein bisschen mit Freunden. Und dann gehe ich so, ich glaube so 6., 7. fahre ich dann in die Schweiz und möchte ein bisschen Skifahren gehen, weil das Coole ist, meine Eltern sind auch schon dort. Wir haben da nämlich ein kleines Häuschen in der französischen Schweiz. Werde da auch auf jeden Fall ein bisschen mitvloggen, wenn ich da so ein bisschen wandern gehe und Skifahren gehe, weil das ist so, so schön da oben. Da fühlt man sich so richtig kuschelig und Schnee, weil wir hatten hier überhaupt gar keinen Schnee. Da freue ich mich auf jeden Fall schon richtig drauf. Und das Problem ist wirklich, Freunde, ich liebe es zu lesen. Ich liebe es. Das hat übrigens auch noch jemand gefragt, was mein Lieblingsbuch ist. Göttlich verdammt, die ganze Reihe. Und Gebannt. Das sind alles Science-Fiction, also alles Fantasy-Bücher. Und ich liebe es einfach. Und als ich jung war und noch Zeit hatte, das hört sich so doof an, das hört sich schon so erwachsen an, aber wirklich, ich komme einfach nicht zum Lesen. Und beziehungsweise ich schaffe es auch nicht, hier zu Hause zu lesen. Ja, man macht irgendwie immer was anderes. Ich nehme mir auf jeden Fall vor, jeden Tag zu lesen. Einfach ein bisschen Seele baumeln lassen. Also da habe ich sehr, sehr Lust drauf. Und auf jeden Fall auch Skifahren, weil ich bin letztes Jahr kein einziges Mal Ski gefahren. Sehe momentan lauter so richtig geile Videos, wie Leute irgendwie Skifahren gehen und ich möchte auf jeden Fall. Ja, und ich hoffe, ihr hattet ganz schöne Weihnachten. Ich hoffe, es gab bei euch nicht so mega viel Stress. Ich muss echt sagen, bei uns gab es einmal so einen kleinen Knackpunkt, den habe ich tatsächlich ausgelöst, weil ich es einfach nicht okay finde. Mein einer großer Bruder, der geht einfach, weißt du, der sagt dann, ja, er geht jetzt Freunde treffen. Aber wir als Familie sehen uns nur diese 2 Tage mal zusammen. Sonst gehen wir vielleicht 1, 2 Mal zusammen essen, aber sonst sehen wir uns nie. So gefühlt. Und dann habe ich mal einen Schrei losgelassen, habe aber gesagt, sag mal, kannst du auch mal da bleiben? Was soll denn das? Also dann brauchen wir auch gar kein Weihnachten mehr feiern, wenn alle irgendwie die ganze Zeit weggehen und was anderes machen. Das war mal so ein bisschen so eine kleine Reiberei, aber ansonsten war es super harmonisch, echt. Also bin ich richtig, richtig happy. Waren jetzt eben noch vor ein paar Tagen mit meiner großen Familie zusammen feiern und da waren wir in Frankreich in so einem, Art Schloss. Wollten dann auch erst gar nicht dort übernachten, haben schlussendlich dann aber doch gesagt, okay, wir bleiben und es war richtig schön. Sag mal, habe ich das am Anfang vom Video schon gesagt? Oh, wirklich, wenn man so den ganzen Tag am Labern ist, weil ich bin oft so verwirrt, was ich jetzt schon auf TikTok erzählt habe, was ich in meiner Story erzählt habe, was ich euch jetzt gerade erzählt habe. I'm so sorry, falls ich mich hier jetzt gerade wiederholt habe. Genau, es ist jetzt hier 14 Uhr. Ich werde mir jetzt mal was zum Snacken machen. Hier liegt noch mein angebissenes Stück. Ich finde es aber wirklich so interessant, wie unterschiedlich Sellerie schmecken kann. Weil manche Stangen sind so ekelhaft bitter, die kann man gar nicht essen. Und der hier ist richtig gut. Last bite. I'm so sorry that I don't speak English in my videos, but as you can tell, I'm very bad in English. My mother language is German and I feel so stupid talking English to you because I think I do so many mistakes in spelling and don't know the words. I put English subtitle under the video so you can watch the videos, but yeah, you have to read it. So, ich switch wieder auf Deutsch. Klar, meine meisten Follower kommen halt nicht aus Deutschland hier auf YouTube. Deswegen tut es mir total leid. Aber ja, so ist es halt. Ja, ich würde sagen, Schluss für heute. Und ich denke mal, die nächsten Videos werden entweder der Vlog in der Schweiz oder der Vlog aus Portugal. Da freue ich mich so drauf. Aber das wird so ein bisschen kreativer. Aber das dauert auf jeden Fall noch. Dicker Kuss zu euch und bis zum nächsten Mal.